diesem Versuch geht es um die Oberflächenspannung des Wassers. Dass Wasser eine Spannung hat, zeigt euch dieser kleine Versuch. Wir brauchen Münzen, eine Pipette, manche finden das in eurem Apothekerschrank, und ein Glas Wasser. Wenn ihr nun ganz sanft das Wasser auf die Münze gebt, seht ihr, dass sich das Wasser auf der Münze sammelt. Wie lange geht denn das? Und wann ist Schluss? In einem weiteren Versuch braucht ihr eine Schüssel mit Wasser, eine oder sogar mehrere Büroklammern, etwas Küchenpapier und einen Stift. Was passiert, wenn ihr die Büroklammer aufs Wasser legt? Es sinkt natürlich, weil die Klammer viel zu schwer ist. Wenn ihr nun aber die Büroklammer auf ein kleines Stück Küchenpapier legt, dann bleibt die Büroklammer vorerst mal darauf liegen. Versuch nun mit dem Stift das Küchenpapier zum Sinken zu bringen, ohne die Büroklammer zu berühren. Was passiert dann? Die Büroklammer schwimmt. Auch das hat wieder mit der Oberflächenspannung des Wassers zu tun. Wie viele Büroklammern könnt ihr auf diese Weise auf dem Wasser schwimmen lassen? Und was passiert, wenn ihr nun etwas Spülmittel dazu gebt? Ihr könnt nun ein bisschen weiter experimentieren. Hat die Form der Büroklammer einen Effekt auf die Oberflächenspannung? Welche Flüssigkeit hat die höchste Oberflächenspannung? Ihr könnt zum Beispiel Öl ausprobieren, Essig, Sirup oder Salzwasser. Kann man die Oberflächenspannung von Wasser erhöhen? Versucht's mal mit ein bisschen Babypuder. So sehen wir, dass es Tiere gibt, die sich die Oberflächenspannung zunutze machen. Der Wasserläufer kann mit seinen langen, dünnen Beinen auf dem Wasser laufen. Die Beine haben zudem eine Art Fuß, damit sich das Gewicht des Wasserläufers möglichst gut verteilt. Und so kann er relativ schnell vorwärts kommen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Erzählt uns, was ihr alles ausprobiert habt und teilt es mit uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!